Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den großen Makita Akku-Radio-Vergleich. Ihr seht sie hier bereits stehen. Ich würde sagen, reden wir nicht lange drum herum. Los geht's nach dem Intro. Schauen wir uns erst einmal an, was sich genau hier wirklich befindet. Zum einen natürlich unser DMR105, die wahrscheinlich älteste Version von den Makita Akku-Radios, dann das DMR112 und zuletzt die neueste Version auf dem Markt, und zwar das DMR115. Die letzten beiden habe ich bereits in einem extra Video schon einmal separat vorgestellt. Falls du das Video noch nicht gesehen haben solltest, schau es dir auf jeden Fall noch einmal an, links unten in der Infobox oder rechts oben. Falls du übrigens noch kein Abonnent dieses Kanals sein solltest, empfehle ich dir, diesen jetzt kostenlos zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Beginnen wir zuallererst einmal mit dem wahrscheinlich wichtigsten Punkt, und zwar was man für jedes Radio hinlegen muss, und zwar den Preis. Angefangen mit dem DMR105, dieses gibt es wahrscheinlich, soweit ich weiß, nicht mehr zu kaufen, weswegen wir uns auf die Nachfolgerversion, und zwar das DMR110 beziehen werden. Das DMR110 kostet ungefähr auch 110 € und ist damit das günstigste im Test. Nachfolgend das DMR112 mit ungefähr 130 €. Und zuletzt unser Spitzenreiter. Das Radio ist natürlich das neueste und dementsprechend auch am teuersten mit ungefähr 210 €. Da der Preis natürlich mit der Zeit fällt und variiert, sind die aktuellsten Preise der Radios noch einmal unten in der Videobeschreibung. Der wiederum von außen offensichtlichste Unterschied ist natürlich unser neues Frontdesign über die Generation hinweg. Wie wir sehen, ist das Grunddesign bei allen drei Radios ziemlich identisch. Wir haben lediglich leichte Unterschiede in der Designwahl, wie zum Beispiel hier unser neues Frontdesign mit der gebürsteten Metalloptik beziehungsweise auch den neuen Griffen, die wir bei dem DMR112 und bei dem DMR110 identisch hatten. Des Weiteren befindet sich bei allen drei Radios auf der Rückseite unsere Akkuklappe, welche wir durch unseren Griff auf der Oberseite öffnen können. Wie wir sehen, hat sich auch hier nur wieder etwas am Design geändert, obwohl wir beim DMR110 noch eine komplette Plastikverriegelung haben, wohingegen das DMR112 sowie das DMR115 eine angenehme Gummioberfläche bietet. Außerdem ist der Klappmechanismus zum Befestigen nun vom Radio an die Klappe gewandert. Nach dem Öffnen der Akkuschächte erkennen wir jetzt jedoch folgenden Unterschied. Zum einen verfügen alle unsere hier stehenden Radios über die Aufnahme für Schiebeakkus, sprich 10,8 bis 18 Volt. Des Weiteren die beiden neuesten Radios, hier unten unseren schwarzen Anschluss für die 12 Volt Max Akkus. Und zuletzt, sowohl bei dem DMR110 als auch bei dem DMR112 finden wir hier noch die beiden Anschlüsse für unsere Steckakkus. Ich glaube, das waren die roten damals mit 7,2 Volt. Diese können nun bei der neuesten Version nicht mehr benutzt werden. Was lässt sich hier noch erkennen? Natürlich die bei jedem Radio vorhandene Gummidichtung. Bedeutet, alle Radios sind schon einmal IP64 zertifiziert, also gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Außer unser DMR115, dieses ist nämlich nun IP65 zertifiziert, also nicht nur gegen Spritzwasser, sondern auch gegen gerichtetes Wasser, also ein Wasserstrahl geschützt. Somit wären wir nun beim Thema Anschlüsse angelangt. Dabei erkennen wir bereits, dass alle drei Radios über einen Serviceport zum Aktualisieren der Software verfügen. Des Weiteren befindet sich sowohl bei dem DMR110 als auch bei dem DMR112 unter der Akkuschutzabdeckung ein AUX-Eingang. Bei der neuesten Version ist dieser nun nicht mehr auf der Rückseite zu finden, sondern ist auf die Vorderseite gewandert. Alle weiteren Anschlüsse, die wir nun auf der Vorderseite finden, setzt Makita, wie man sehen kann, immer unter solche Gummischutzabdeckung in die untere Hälfte des Radios, damit auch wirklich alles gegen Spritzwasser und Schmutz geschützt ist. Schauen wir uns zuallererst einmal das DMR110 an. Dieses besitzt nun auf der rechten Seite einen weiteren AUX-Eingang und auf der rechten Seite den Eingang für unser Netzteil, damit das Radio kontinuierlich betrieben werden kann. Bei dem Nachfolger ist nun neu hinzugekommen ein USB-Port. Links befindet sich wie gewohnt unser zweiter AUX-Eingang und rechts ein USB-Port mit 5 Volt und 1 Ampere zum Laden von Smartphones, aber nicht zum Übertragen von Musik.
Für die kontinuierliche Versorgung mit Strom musste unser 12 Volt Gleichstromeingang nun auf die rechte Seite des Radios wandern, meiner Meinung nach etwas praktischer als bei dem DMR 110. Das neueste Radio ist dabei ziemlich identisch. Wir finden auch hier unseren AUX-Eingang sowie unseren USB-Ausgang mit 5 Volt, aber nun 2,4 Ampere, also für schnellladefähige Smartphones. Leider noch immer keine Übertragung von Musik von einem USB-Stick. Auch hier befindet sich unser 12 Volt Eingang nun an der Seite. Dieser ist nun jedoch etwas leichter zu erreichen, da die Gummiabdeckung nicht so störrisch ist wie bei der Vorgängerversion. Damit wären wir auch nun schon bei dem Punkt der drahtlosen Empfangsmöglichkeiten angelangt. Fundamental für einen guten drahtlosen Empfang ist zunächst einmal die verbaute Antenne. Die älteste Version verfügt dabei über eine solide und fest verbaute Antenne. Diese ist zwar, wie man sehen kann, biegbar, kann aber nicht heruntergeklappt oder ähnliches werden. Dies hat nun den ganz offensichtlichen Nachteil, dass, wenn das Radio einmal runterfallen sollte, die Antenne höchstwahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen wird, da sie natürlich nicht allzu flexibel ist, als dass sie einen Sturz überleben würde. Für den Transport oder sollte sie jedoch wirklich einmal abgebrochen sein, kann sie jedoch ganz einfach durch ein Gewinde demontiert oder gewechselt werden. Bei dem DMR 112 sieht dies nun schon etwas anders aus. Hier besitzt dies ebenfalls eine etwa gleich lange Antenne. Diese kann jedoch nun auch gefaltet werden. Also wir haben hier einen kleinen Mechanismus, dass wir die Antenne herunterklappen können und sicher unter dem Handgriff zu verstauen. Entfernen können wir diese dafür jedoch nicht mehr so einfach. Das neueste Radio hat dabei einen ganz offensichtlichen Vorteil. Und zwar besitzt es keine extra Antenne mehr, sondern diese ist nun in den Handgriff gewandert. Bedeutet, ein versehentliches Abbrechen der Antenne wird dadurch komplett unterbunden, jedoch muss der Handgriff natürlich für einen guten Empfang stets ausgeklappt sein. Des Weiteren sind alle Radios schon einmal fähig, das grundlegende FM zu empfangen. Auch DAB+ ist sowohl für das DMR 110, das DMR 112 und das DMR 115 kein Problem. Für wen also FM und DAB+ vollkommen ausreichend ist also mit dem DMR 110 bereits gut bedient. Wem dies nicht genügt und wer lieber seine Musik von seinem Smartphone auf das Radio übertragen möchte, hat hier die Möglichkeit, via Bluetooth die Musik auf den beiden neuen Radios abzuspielen. Beide neuen Radios verfügen nämlich über eine solide Bluetooth-Verbindung, wobei das DMR 115 über Bluetooth 5.0 verfügt und damit eine wesentlich größere Reichweite herstellen kann als das DMR 112. Ich verweise einfach nochmal speziell auf das Video zu diesem Radio. Die jeweilige Sendersuche bzw. Verbindung mit dem Smartphone ist bei allen drei Radios ziemlich simpel und kann durch das Bedienfeld kontrolliert werden, wobei wir auch schon beim nächsten Punkt wären. Und zwar der Benutzeroberfläche. Ich habe nun alle drei Radios in aufsteigender Reihenfolge einmal nebeneinander platziert, um zu sehen, was sich nun in den groben Zügen wirklich geändert hat. Neben dem unterschiedlichen Design ist wahrscheinlich das neue digitale Farbdisplay der größte und offensichtlichste Unterschied zwischen den drei Radios. Währenddessen unser DMR 110 sowie das DMR 112 über ein blaues LCD-Display verfügt, besitzt das neue DMR 115 nun über ein digitales Farbdisplay, wo auch wesentlich mehr Informationen ausgegeben werden können. Auch in Bezug auf die Tastenposition hat sich hier nicht wirklich viel geändert. Wir sehen unseren Anschalter, hier unsere weiteren Knöpfe zum Wechseln der Frequenz, Advanced und Info ist bei allen drei Radios identisch, genauso wie die Preset-Tasten unterhalb des Displays und natürlich unser Volume-Knopf. Eine äußerst wichtige und zugleich praktische Neuerung sind jedoch auch die beleuchteten Knöpfe. Das DMR 110 besitzt hierbei noch keine und das DMR 112 bzw. das DMR 115, beide besitzen hintergrundbeleuchtete Tasten, was ziemlich praktisch ist, wenn es darum geht, das Radio im Dunkeln zu bedienen. Einstellmöglichkeiten gibt es bei den beiden älteren Versionen ziemlich wenige, hier können wir lediglich die Frequenz wählen und eventuell die Lautstärke ändern. Bei dem DMR 115 können wir nun durch unseren neuen Knopf auch unterschiedliche Equalizer wie zum Beispiel Rock, Pop und Classic auswählen. In der Praxis wären wir damit auch schon theoretisch beim letzten Punkt, und zwar dem Sound. Was hat sich hier wirklich über die Generation hinweg hinsichtlich des Sounds getan? Währenddessen unsere beiden älteren Versionen lediglich zwei Lautsprecher nach rechts und links
besitzen und damit trotzdem relativ guten Klang erzeugen, besitzt das neue Radio einen wesentlichen Vorteil. Auf der Unterseite befindet sich nämlich nun ein verbauter Subwoofer, der dem Klang ein wesentlich voluminöseres Bild gibt. Der Nachteil in unserem DMR 115 ist dementsprechend auch nun wesentlich mehr Technik verbaut, die auch gleichzeitig mehr Gewicht bringt. Zum Vergleich befindet sich in allen 3 Radios jeweils ein 1,5 Ampere-Stunden Akku. Beginnen wir zuerst einmal mit dem leichtesten, und zwar dem DMR 110. Mit ungefähr 4370 Gramm ist es dabei das leichteste Radio. Danach folgt das DMR 112 mit 4500 Gramm, ist also dementsprechend schon mal ein Ticken schwerer. Und zuletzt das DMR 115 ebenfalls mit einem 1,5 Ampere-Stunden Akku. Und wie wir sehen, haben wir hier schon mehr als 5 Kilogramm, also ungefähr 5150 Gramm. Was bedeutet, dass die neueste Version des Radios im Vergleich zu dem DMR 110 fast 1 Kilogramm schwerer ist, mit dem gleichen Akku. Hinsichtlich der Soundqualität werden wir jetzt jedes Radio noch einmal einzeln hören. Jedoch kann ich sagen, dass die Soundqualität von dem DMR 110 sowie dem DMR 112 nahezu identisch ist. Beide liefern saubere Höhen und gute Mitten. Der Bass ist leider jedoch nicht so gut vorhanden wie bei dem DMR 115, da wir hier einen extra Subwoofer haben. Der Sound ist hierbei wesentlich voluminöser und basslastiger. Außerdem können wir hier ja individuell anpassen, wie viel Bass unser Radio wirklich aufbringen soll. Würde ich sagen, ich bedanke mich schon einmal für das Anschauen bis hierhin. Wie gesagt, wenn dir das Video gefallen hat, lass wie immer gerne ein Like und ein Abo da, um meine Arbeit zu unterstützen. Hier nochmal ein kleiner Soundtest und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink. Cross on the ones who heard my cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to first reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids